Ja, ey Gute, hier ist der Taunus Oho. Wir sind natürlich wieder unterwegs im Taunus und probieren heute einen neuen Weg aus zum Atzelbergturm. Wir sind hier am Ölmühlenparkplatz in Königstein im Taunus. Das ist unser Startpunkt und die Rundwanderung wird so circa 14,5 Kilometer betragen. Also, auf geht's, kommt mit! Wassermangel wird es wohl nicht geben dieses Jahr im Taunus. Da ist ja wohl reichlich vorhanden, wie wir gerade gesehen haben. Ja, wir haben herrliches Sonnenwetter. Es ist Anfang März. Es ist zwar noch ein bisschen frisch, aber da es die ersten Meter auf dem Forstweg hier bergauf geht, schadet das nichts, wenn es nicht zu warm ist. Ja, vom Parkplatz bis zur Bildhallhöhe, da braucht man so 20-30 Minuten, immer bergauf. Wahrscheinlich wird das dann auch richtig bewirtschaftet sein, wenn dann der richtige Frühling und der Sommer kommt. Und wir sind jetzt hier links abgebogen und jetzt geht es immer geradeaus Richtung Atzelbergturm. Ja, und auch hier wird man mit Geschichte konfrontiert. Wir sind hier in der Nähe des Steinkopfs und das hat auch Spuren. Ja, wir sind jetzt hier auf so einer Anhöhe. Das ist ein richtig cooler Punkt. Wenn es jetzt warm wäre, ja, dann wäre das vielleicht noch besser. Da könnte man sich hier oben länger aufhalten. Hier pfeift ein ziemlich scharfer Wind. Aber nee, für die Frühjahreszeit einfach toll. Ja, und hier sieht man auch schon den Atzelbergturm, den Fernsehturm. Da kann man nicht drauf. Wenn man ganz genau hinschaut, sieht man rechts davon so einen kleinen Turm. Das ist unser Ziel. Das ist ungefähr dann auch die Hälfte der Strecke. Ein toller Ausblick bei bestem Wetter. Glashütten. Den hat es hier auch richtig aus den Socken gehauen. Ja, jetzt sind wir am Wanderparkplatz Landsgraben und queren gleich die Straße von Schlossborn nach Ruppertshain und dann geht es in einem hurtigen Marsch hoch auf den Atzelberg. Hier der Ortseingang von Ruppertshain und ich denke mal, in 10 Minuten sind wir oben. Ja, jetzt hatten wir gerade noch ein kleines Orientierungsproblem. Weil der Navi uns jetzt hier nochmal auf so verschlungenen Pfad, ja, den letzten Anstieg durch den Wald führt. Da ist schon ein Trail zu sehen, aber nicht sehr ausgeprägt. Und naja, wie so immer, ganz zum Schluss kommt noch mal die eine oder andere Herausforderung. Die letzten Meter und da sind wir schon. Majestätisch. Der Fernsehturm. Und hier haben wir auch eine Grillhütte. Hier ist sogar im Taunus mal offizielles Grillen erlaubt. Sieht ganz gut aus. Haben wir das auch schon mal gemacht vor 2 Jahren, als wir den Schinderhannessteig gelaufen sind auf Etappe 2. Ich verlinke euch das mal oben. Da sind wir auch schon zu dieser Hütte. Die ist immer stark frequentiert. Und ja, es ist dann immer Zufall, ob man dann Plätzchen kriegt oder nicht. Aber man kann ja auch sein eigenes Kochgeschirr mitnehmen, seine eigene Feuerstelle. Und dann kann man hier ganz offiziell im Taunus als eine der wenigen Stellen hier grillen.
Ja, und ist das nicht geil hier? Bei bestem Wetter haben wir jetzt hier den Atzelbergturm. Er ist sogar offen. Ja, besser kann es nicht sein. Ja, ich stehe jetzt vor dem Turm und ich möchte euch einladen, mit mir in Realtime diesen Turm zu besteigen. Also, los geht's! Wow, wir sind oben! Ja, ist das nicht geil? Einmal hier mit mir im Rundgang. Wow, was eine Aussicht! Ja, wir verlassen jetzt wieder das Plateau, den Atzelberg mit seinem Turm und treten den Rückweg an über Ruppertshain zurück nach Königstein zu unserem Parkplatz. Ja, das ist schon eine tolle Gegend hier. Mit toller Sicht auf wohl Königstein und Königstein da hinten. So, jetzt sind wir am Zauberberg und das könnte jetzt noch mal so ein lohnenswerter Zwischenstopp sein für so ein Café. Hier steht Café Mexiko und da wollen wir doch mal gucken, ob wir da was kriegen. Wir verabschieden uns jetzt aus Ruppertshain und dem Atzelberg und gehen jetzt Richtung Königstein. Ja, wieder auf dem unteren Waldweg. Mal gucken. Wahrscheinlich werden wir noch so eine ganz gute Stunde brauchen, bis wir dann wieder am Auto sind. Es geht wieder in den Wald und auf einen schönen Pfadweg Richtung Königstein. Unsere Tour neigt sich dem Abschluss. Wir haben eine wirklich schöne Rundtour gemacht mit einem Kaffeeimbiss hier und das waren jetzt 14 Kilometer rund mit 400 Höhenmetern und wir haben knapp 5 Stunden dafür gebraucht mit all den Pausen und den Blicken, die wir da hatten. Ja, es ist jetzt ein bisschen frisch geworden. Es ist ja auch erst Anfang März und wir sind dankbar dafür, dass wir schon so einen tollen Sonnentag hatten und ja, und dass wir einfach hier diese tolle Tour machen konnten.